Die Ukraine hat in der vergangenen Nacht wieder einen Drohnenangriff auf Moskau gestartet. Alle Flugobjekte sollen aber abgeschossen worden sein. Das teilte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt Sobjanin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Schäden oder Bericht über Verletzte habe es nicht gegeben. 1000 Kilometer entfernt im russischen Rostov am Don sollen ebenfalls Drohnen über der Stadt abgefangen worden sein. Dort brennen seit vergangenem Sonntag bereits mehrere Dieseltanks, die ebenfalls von ukrainischen Drohnen attackiert worden sein sollen. Das ukrainische Militär rückt weiter in der russischen Region Kursk vor. Die Streitkräfte haben nach eigenen Angaben bereits 93 Ortschaften eingenommen. Unabhängig lassen sich diese Angaben allerdings nicht überprüfen. Und damit schauen wir direkt in die Ukraine zu unserem Kriegsreporter Ibrahim Naber, und zwar in die Stadt Sumy an diesem Morgen. Guten Morgen, Ibrahim. Ja, wie sind denn diese erneuten Drohnenangriffe der Ukraine auf die russische Hauptstadt Moskau einzuordnen? Welches Signal soll damit gesendet werden? Zelensky sagt es immer wieder, den Krieg nach Russland verlagern. Das versucht man eben nicht nur am Boden in Kursk jetzt, sondern das versucht man ja schon seit vielen Monaten auch mit diesen gezielten Schlägen aus der Luft, vor allem mit Drohnen. Gestern diese mutmaßliche ukrainische Attacke auf Moskau. Da soll es ja 10 Drohnen gegeben haben, die sich da auf den Weg gemacht haben. Die wurden laut russischen Angaben alle abgefangen. Gilt als eine der größten Attacken auf Moskau bislang. Gleichzeitig hat man ja in den vergangenen Monaten immer wieder auch die Energieinfrastruktur in Russland angegriffen. Ihr hattet es gerade auch schon angesprochen, in Rostov brennt weiterhin das Gelände dieses Öldepots. Das soll insgesamt einen Gesamtwert von 200 Millionen Dollar haben. Also da hat man tatsächlich auch finanziell einen beträchtlichen Schaden angerichtet. Denn da sind immer noch Dutzende Feuerwehrmänner aktuell vor Ort und versuchen, diese Brände irgendwie in den Griff zu bekommen. All das zeigt, die Ukraine versucht wirklich ganz gezielt, die Infrastruktur zu zerstören, mit der Russland Geld verdient, auch für diesen Krieg. Und man will natürlich auch den Menschen vor Ort und auch der Regierung vor Ort zeigen, wir können auch bei euch zuschlagen, wenn ihr bei uns Krieg führt. Das ist der strategische Wandel, den man schon seit mindestens 6-7 Monaten beobachten kann. Ibrahim, du bist in Sumy, das ist direkt in der Nähe von russischem Kernland, dort wo die Ukraine ja seit dem 6. August sehr aktiv ist. Welche Informationen hast du über die aktuelle Lage an diesem Tag 910 des Krieges in Kursk? Also wir wissen mittlerweile, dass die Ukraine es tatsächlich geschafft hat, sich vorerst in Kursk auf russischem Gebiet mit Bodentruppen festzusetzen. Das ist auch das, was uns die Soldaten, die wir an der Grenze immer wieder treffen, bestätigen. Sie bestätigen uns auch, dass die Angriffe weitergehen, dass man weiterhin versucht, das Gebiet zu erweitern. Jetzt richten sich aktuell gerade alle Augen auf die Stadt Glushkowo. Das ist westlich von Sucha. Sucha ist die Stadt, die die Ukraine schon kontrolliert auf russischem Gebiet. Dort in Glushkowo hat man bei dem Fluss Seym 3 Brücken bombardiert und wohl mindestens 2 auch zerstört. Die Ukraine versucht dadurch, die Nachschubwege der Russen zu kappen und möglicherweise mehrere tausend russische Soldaten einzukesseln. Ob das klappt, ist noch völlig offen, aber man versucht, dieses Gebiet dort bei Glushkowo eben auch einzunehmen, den Druck zu erhöhen und das Gebiet, das man eingenommen hat, zu erhöhen. Wir stehen jetzt ja hier gerade in Sumy, ja, das ist 40 Kilometer von der Grenze entfernt. Das sieht hinter mir jetzt alles gerade sehr friedlich aus. Ist es die meiste Zeit auch, aber auch die Menschen hier erleben in den vergangenen Tagen eben erhöht, dass russische Bomben einschlagen. Wir haben gestern Abend erst wieder einen sehr großen Einschlag gehabt, mutmaßlich mit einem Marschflugkörper. Da versuchen die Russen ganz gezielt auch Truppenansammlungen in der Grenzregion zu bombardieren. Und gleichzeitig merken wir auch als Reporter, dass es für die Menschen hier eine ganz neue Situation ist. Als wir gestern Abend mit euch eine Schalte gemacht haben, kamen 2 Männer auf uns zu und haben unsere Ausweise gecheckt, weil sie dachten, wir würden hier spionieren, weil die das nicht kennen, dass hier Reporter auf der Straße sind und Schalten machen. Also all das zeigt, auch für die Menschen hier vor Ort hat das ganz konkret Auswirkungen. Ibrahim, vielen Dank für all diese Informationen direkt aus Sumy.